Und so einmal das Nachtleben in Berlin in den 20er Jahren hätte ich gerne mal für mich noch mal erlebt. Donald Trump wird sicher mehr als eine Fußnote in Geschichtsbüchern. So eine Axt, die potenziell steinzeitlich war. Die wurde gefunden bei Kamenz auf einem Acker. Im Nachhinein könnte das eine ganz entscheidende Erfindung gewesen sein. Und am Tag darauf hat er dann verboten, dass Schweine in der Stadt frei herumlaufen dürfen. Ich glaube, ich würde eigentlich lieber in die Zukunft reisen. Hallo, ich bin Maren Hachmeister. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Hallo, mein Name ist Hagen Schönrich. Ich bin wissenschaftlicher Koordinator des Forschungsprojekts zur Geschichte der Technischen Hochschule Dresden im Nationalsozialismus. Hi, ich bin Nathalie Schmidt und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte. Hallo, mein Name ist Corinna Link. Ich bin Juniorprofessorin für die Didaktik der Geschichte. Hallo, mein Name ist Mirko Breitenstein und ich bin hier an der TU Dresden der Direktor der Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte. Ja, hallo, ich bin Silke Fehlemann. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden im Bereich Neuere und Neueste Geschichte. Ja, hallo, mein Name ist Matthias Herrmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Juniorprofessur für Didaktik der Geschichte und bilde zukünftige Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer aus. War früher wirklich alles besser? Das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Einiges war vielleicht besser. Ich denke eher, dass manches besser war und manches schlechter. Ich glaube, die Leute empfinden einfach so, weil das Erinnerungsvermögen so funktioniert, dass wir schlechte Dinge ausblenden und dann bleiben eben die guten übrig. Das kann jeder nachvollziehen und dann war früher eben dann irgendwie alles besser in der eigenen Erinnerung. Ich würde sagen, es war vieles überdenkungswürdig und aus der heutigen Perspektive müssen wir natürlich mit vielen Dingen aus der Geschichte kritisch umgehen. Und mich interessiert nicht, war es besser, war es schlechter, sondern mich interessieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Kontinuitäten und Brüche. Also mit der Geschichtswissenschaft will ich das, was viele andere Wissenschaftlerinnen in anderen Disziplinen auch wollen, nämlich die Welt um mich herum möglichst gut verstehen. Wenn du in der Zeit reisen könntest, welches historische Ereignis würdest du gerne miterlebt haben? Also da gibt es natürlich, das ist eine schwierige Frage für einen Historiker, weil es so viele sind, die man gerne erleben wollte. Mich würde es tatsächlich interessieren, bei den Ermittlungen von Fritz Bauer, als es darum ging, die Auschwitz-Prozesse vorzubereiten. Das würde ich mir wahnsinnig gerne anschauen. Ich glaube, ich würde tatsächlich gern in der Weimarer Republik sein und die Novemberrevolution, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber das würde mich am meisten interessieren. Eines, wo ich sicher gern dabei gewesen wäre, das wäre im Jahre 1098 die Gründung eines neuen Klosters, das einfach nur Neukloster hieß und aus dem sich dann später der Zisterzienserorden entwickelt hat. Ich glaube, ich hätte irgendwas von den 20er Jahren und diese Idee, dass ob das goldene 20er Jahre waren oder nicht. Und so einmal das Nachtleben in Berlin in den 20er Jahren hätte ich gerne mal für mich noch mal erlebt. Ich glaube, ich würde eigentlich lieber in die Zukunft reisen. Bist du eigentlich besonders gut darin, dir Jahreszahlen zu merken? Nein, brauche ich aber auch nicht zu sein. Nein, gar nicht. Das ist mein großer Schwachpunkt. Ich kann faktisch gar keine Jahreszahlen mir merken. Ich kann sehr gut einordnen und würde immer wieder die Reihenfolge hinkriegen, aber die einzelne Jahreszahl ist etwas, was schon in der Schule bemängelt wurde bei meinen Geschichtskenntnissen. Was ist das älteste Relikt, das du jemals angefasst hast? Oh, da muss ich mal kurz nachdenken. Das älteste Relikt. Also tatsächlich ist es Papier, was ich angefasst habe. Und das war so Anfang 20. Jahrhundert. In der FOWOK haben wir einen Druck aus dem 16. Jahrhundert. Den habe ich mal angefasst. Ja, so eine Axt, die potenziell steinzeitlich war. Ich glaube, das ist ein Mammutstoßzahn. Bevor ich angefangen habe, Geschichte zu studieren, lange vor dieser Zeit, war ich als junger Archäologe, so hieß das damals, unterwegs. Und da konnten wir im Landesmuseum für Vorgeschichte solche Objekte auch mal in die Hand nehmen. Eine kleine Sphinx, also es war eine kleine Keramikfigur, die wurde gefunden bei Kamenz auf einem Acker. Ich war dort in dem Museum, wo dieses Figürchen dann lag, war ich im Zuge meines Dissertationsprojektes und durfte mir das anschauen und habe das auch mal in den Händen gehalten und war schon ganz schön nervös, weil das wirklich, wirklich alt war. Ist es eigentlich langweilig, sich immer nur mit der Vergangenheit und nie mit der Zukunft zu beschäftigen?
Oh ja, überhaupt nicht, weil die Vergangenheit ja ganz wichtig ist für unsere Zukunft. Und zugleich bin ich oder wir alle, wir sind ja auch handelnde Akteurinnen und Akteure in der Geschichte. Also wir sind ja mittendrin. Geschichte ist ja in allem und nicht nur in der Vergangenheit. Wir gucken ja immer aus unserer Perspektive auf die Vergangenheit. Das heißt, wir gucken auch immer neu auf die Vergangenheit. Ich beschäftige mich ja zum Beispiel mit Hetzrede oder Hate Speech, wie wir heute modern sagen würden. Das hat natürlich ganz viel mit uns heute zu tun. Ganz so anders waren Menschen in der Vergangenheit natürlich auch nicht. Und wenn man sich eben damit beschäftigt, was die Menschen in der Vergangenheit angetrieben hat, dann hat man auch ganz gute Ideen, was die Menschen in der Zukunft vielleicht beschäftigen wird. Und welche aktuellen Ereignisse landen in den Geschichtsbüchern von morgen? Das ist eine gute Frage. Aufgehoben wird ja immer nur das, was heute interessant zu sein scheint. Aber was morgen relevant ist, das wissen wir ja heute eben noch nicht. Es ist für uns generell eine Frage, ab wann landet überhaupt etwas in einem Geschichtsbuch? Grundsätzlich immer Umbrüche. Man spricht, glaube ich, von heißen und kalten Zeiten. Also immer, wenn Geschichte sehr schnell passiert. Eine Papstwahl ist so ein Ereignis, aber natürlich auch der Ukraine-Krieg mit allem, was damit zusammenhängt. Donald Trump wird sicher mehr als eine Fußnote in Geschichtsbüchern. Zum Beispiel auch KI könnte im Nachhinein, also wenn wir irgendwie 20 Jahre weitergehen, könnte das eine ganz entscheidende Erfindung gewesen sein. Rechtsruck in Europa, die Corona-Pandemie. Ich glaube, die Zeit ist gerade so turbulent, dass eigentlich wahrscheinlich alles da landet und ich bin eigentlich schon ganz gespannt darauf, was dann später in den Geschichtsbüchern dazu stehen wird, ob es jetzt in den USA Trump ist oder ob es die historische zweite Wahl des Kanzlers Merz. Also ich glaube, das landet alles in den Geschichtsbüchern und wird alles noch ausgearbeitet werden müssen. Gibt es überhaupt noch Neues in der Geschichte zu erforschen oder ist inzwischen nicht irgendwann schon mal alles gesagt worden? Ja, das könnte man meinen, weil es gibt wirklich zu den detailreichsten Ereignissen Forschungsarbeiten. Aber das ist wirklich so, dass wir ja immer wieder neu auf Geschichte gucken und neue Themen spannend sind. Ein Geschichtsbild ändert sich immer dann, wenn wir auf überraschendem Wege oder manchmal gar nicht auf überraschendem Wege eine neue Quelle finden. Manchmal sind das so Mikroprobleme, wie auf welcher Insel ist Kolumbus wirklich gelandet. Dann kann sich alles ändern, was wir bisher von einem Gegenstand oder von einer Person her gedacht haben. Und genau das ist ja auch das, was so spannend ist. Auch da hat man das eben in der Pandemie gesehen, dass mit einmal Seuchengeschichte war eigentlich schon ad acta gelegt und Medizingeschichte war so ein bisschen auch teilweise ein Nischenfach. Und dann kam die Pandemie und mit einmal war Seuchengeschichte, wurde finanziert. Alle haben sich für Seuchengeschichte interessiert. Und das ist eben wirklich das, wo man sieht, dass Geschichte immer von heute aus betrachtet wird. Und wir uns auch wieder immer ganz neu für Geschichte interessiert, weil wir eben Geschichte brauchen, um zu verstehen, was heute passiert. Hast du eigentlich bei jeder Gelegenheit einen spannenden Geschichtsfakt parat? Da muss ich auch überlegen. Nicht immer, aber auch häufig. Sicherlich nicht bei jeder Gelegenheit, aber meistens schon. Insbesondere wenn es um Schweine geht, Antoniusschweine. Da gibt es ganz, ganz spannende Geschichten dazu. Zum Beispiel, wie ein Antoniusschwein in eine Prozession gelaufen ist in einer italienischen Stadt und den Kardinal, der die Prozession geleitet hat, zu Fall gebracht hat. Und am Tag darauf hat er dann verboten, dass Schweine in der Stadt frei herumlaufen dürfen. Wiederholt sich Geschichte wirklich immer? Also da müsste ich unterscheiden zwischen dem, was ich vielleicht persönlich denke und dem, was auch eher wissenschaftlicher Konsens ist. Irgendwer hat ja gesagt, dass Geschichte sich nicht wiederholt, sondern reimt. Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Es gibt vielleicht Muster, es gibt vielleicht irgendwie Tendenzen, die wir erkennen können, aber an sich geschieht Geschichte immer wieder neu. Wenn man nicht Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler wird, was kann man eigentlich werden, wenn man Geschichte studiert? Ich habe Geschichte auf Lehramt studiert. Dementsprechend ist natürlich eine Antwort, in die Schule zu gehen und dort Geschichte zu unterrichten. Man kann natürlich die ganz klassischen Wege gehen. Man kann ins Archiv gehen. Oder die Arbeit in erinnerungskulturellen Beiräten der Stadt. Wir haben gelernt, uns in viele verschiedene Fachgebiete einzuarbeiten. Und kann eigentlich dann überall gut ankommen. Das muss man natürlich den Arbeitgeber jetzt noch irgendwie beibringen. Ich denke, dass diejenigen, die sich mit Geschichte beschäftigen, überall dort eine Aufgabe finden, wo es darum geht, größere Problemstellungen zu erfassen, größere Zusammenhänge zu begreifen. Da kann man, denke ich, als jemand, der Geschichte studiert hat, ein gutes Betätigungsfeld finden. Damit diese Folge der Sitzgelegenheit auch wirklich in die Geschichtsbücher eingeht, lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da. In der Endcard findet ihr die letzte Folge des Formats mit dem Unicore und darunter ein weiteres Video der TU Dresden.